Willkommen! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie den Kameramodus im fortgeschrittenen Modus in Selector Stage verwenden. Kamera bezieht sich in diesem Fall nicht auf ein angeschlossenes Gerät, sondern auf die Kamera, welche den 3D-Raum filmt. Um den Kameramodus zu aktivieren, drücken Sie diesen Button hier oben. Sofort sehen Sie, dass sich ein Fenster öffnet und hier rechts sehen Sie eine kleine Vorschau des aktuellen Blickwinkels. Solange der Kameramodus aktiviert ist, haben Sie eine Art Editor-Kamera aktiviert. Mit der können Sie frei in der Szene herumfliegen und arbeiten, was sehr hilfreich ist, um Objekte zu platzieren, ohne die tatsächliche Kamera zu beeinflussen, welche am Ende die Szene im Wiedergabe- oder Ausgabemodus filmt. Wie Sie die Kamera steuern, sehen Sie, indem Sie den Button Kamerasteuerung drücken. Dieser öffnet die Programmeinstellungen an dem Tab Kamerasteuerung. Wir haben verschiedene Steuerungsmöglichkeiten implementiert, da verschiedene Nutzer durch verschiedene Programme unterschiedliche Mechaniken gewöhnt sind. Die Standardsteuerung orientiert sich darauf, dass man Alt gedrückt hält, um dann mit der Kamera zu interagieren. Wenn ich nun also Alt gedrückt halte und die linke Maustaste gedrückt halte, kann ich die Kamera drehen. Dabei dreht sie sich um einen sogenannten Fokuspunkt. Das ist dieser Punkt hier in der Mitte. Der ist also der Bildblickpunkt, um den sich immer die Kamera bewegen wird. Wenn ich Alt und die rechte Maustaste drücke, bewege ich die Kamera und den Fokuspunkt entsprechend entlang meiner Sichtachse. Wenn ich Alt und sowohl die linke als auch die rechte Maustaste gedrückt halte, bewege ich die Kamera und den Fokuspunkt nach vorne und hinten. Wenn ich Alt gedrückt halte und das Mausrad drehe, bewege ich mich näher auf den Kamerapunkt zu oder von ihm weg. Wenn ich das Mausrad gedrückt halte, während ich Alt drücke, wenn ich Alt gedrückt halte und mit gedrücktem Mausrad die Maus bewege, bewegt sich der Fokuspunkt auf mich zu oder von mir weg. All diese Bewegungen können Sie auch mit dem Modifikator Umschalttaste oder Steuerung-Taste durchführen, um die Bewegung schneller oder langsamer werden zu lassen. Das ist für die Feinsteuerung manchmal ganz nützlich. Eine alternative Steuerung, die viele Nutzer aus 3D-Engines gewohnt sind, ist die Steuerung über WASD. W benutzt man, um vorwärts zu fliegen, S für nach hinten und A und D für seitwärts, während Q nach unten und E nach oben bewegt. Zusätzlich können Sie sich auch mit den Numblock-Tasten 4, 6, 2 und 8 um die Achse der Kamera drehen. Es gibt verschiedene andere Steuermodi, zum Beispiel wie aus Blender oder wie aus Autodesk. Probieren Sie, womit Sie am besten klarkommen. Ich zum Beispiel verwende ganz gerne die Blender-Steuerung. Die konzentriert sich nur auf die Verwendung des Mausrades mit verschiedenen Modifikatoren. Wenn wir uns durch den Raum bewegen, sehen wir jetzt hier so eine grüne Kamera. Das ist die tatsächliche Position der Kamera im Raum, welche am Ende die Szene filmt. Also aus dieser Sicht wird am Ende dieses kleine Bild generiert. Wenn wir jetzt die Position der Kamera ändern möchten, suchen wir uns unseren neuen Blickwinkel. Ich nehme zum Beispiel mal das hier. Das Fenster für die Steuerung mache ich mal zu. Und dann wähle ich diesen Button hier oben. Szenenkamera auf Position. Sobald ich den drücke, wird sich die Vorschau hier rechts verändern, weil jetzt die grüne Kamera in mich reingesetzt wird. Der zweite Button, zurück zur Szenenkamera, macht das Gegenteil. Also anstatt die grüne Kamera zu mir zu setzen, setzt sie mich zurück auf die tatsächliche Szenenkamera. Ganz wie Objekte wird beim Übergang zwischen Seiten auch die Position und Ausrichtung der Kamera verändert. Das heißt, wenn ich jetzt also an einer zweiten Seite, die ich hier unten angelegt habe, stattdessen diesen Blickwinkel wähle und die Szenenkamera auf Position setze, dann sieht es im Wiedergabemodus folgendermaßen aus. Auf der ersten Seite sind wir hier und sobald ich weiter drücke mit der entsprechenden Übergangszeit, schauen wir nach hier drüben. Alle Übergänge werden entsprechend animiert. Übrigens können Sie über den Button Fokus zurücksetzen, diesen Fokuspunkt in die Kamera hineinsetzen. Das macht es gerade beim Bearbeiten einfacher, die Kamera zu steuern und sich umzuschauen. Zusätzlich können Sie das Feld ausklappen. Über diesen Button sehen Sie die Koordinaten der Kamera.
Sie können dort zum Beispiel dann eben gezielte Werte für die Position, für die Rotation oder für die Distanz vom Fokuspunkt auswählen. Sobald Sie den Kameramodus deaktivieren, wird die Editorkamera wieder deaktiviert und Sie kehren zur normalen Szenenkamera zurück. So funktioniert also die Kamerasteuerung in Senector Stage. Nutzen Sie diese Technik, um beim Bearbeiten etwas mehr Überblick zu behalten oder um Ihre Projekte interessant zu gestalten. Gute Kameraflüge und eine entsprechende Kameraarbeit sind das, was ein Video erst richtig hervorstechen lassen. Dann viel Erfolg beim Basteln und bis zum nächsten Mal.